Hallo Freunde und willkommen zurück zu The Witcher 3, wo wir in der letzten Folge unter anderem geholfen haben, Siggy Rufens Schatz zu finden. Beziehungsweise wir haben ihn noch nicht wirklich gefunden. Wir wissen aber, wo er ist und wir haben einen Schlüssel von ihm. So, wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich hier durch dieses Tor reingegangen bin, weil ich eigentlich hier irgendwo noch eine Quest hatte, irgendwo hier. Und mich jetzt wundere, dass sie nicht mehr da ist. Das ist jetzt ein bisschen uncool. Wo ist die hin? Schweinerei. Das ist ein bisschen merkwürdig. Ja, das Problem ist, dass ich auf diese Quest zwischen den Aufnahmen gestoßen bin, beziehungsweise zwischen der letzten Folge und der letzten Sonderfolge. Und eigentlich wollte ich die in die normale Folge reinbringen, deshalb habe ich mir gedacht, okay, lässt du die noch und wartest da auf später. Something stinks. Decomposing flesh. Human flesh. Wenn Geralt sowas von sich gibt, sollten wir mal gucken gehen. Oh, eine Leiche. Sword wound. Shallow but severed his artery. What are you holding? A key. Interesting. Kept running till he bled to death. Das ist natürlich eine super Idee. Aber gut, stehen bleiben wäre wahrscheinlich auch nicht besser gewesen. Okay, wir müssen scheinbar mal den Spuren folgen. So, die kommen von hier. Stöhnen hier nicht so rum. Okay, scheinbar kommt der aus diesem Haus. Ah, Hackers, Jungs. Hey, mate, someone invite you here? No. Followed a trail of human blood. So you found our pal Derek? Well, well, must have a good eye. After our little, well, falling out, I spent half a day looking for him. And all I got out of it was a stroll and some dog shit on my shoes. Soiled me fine as pool lanes. Snake skin. Take a gander. What are you gabbing for? Cleaver said it clear. Anyone finds our den, shove him between the ribs and drop him in the gutter. Think, Grun. Just once use your fucking melon. If the witch has found the body, he's found the key too. Can't open the drop box without the key. We don't open the drop box, Cleaver don't get what he ordered. Cleaver don't get what he ordered, he gets angry. You want that? Didn't think so. So, hark here, mate. You've got two options. First, give us the key. I pay you for your trouble and everyone goes their own way smiling. Second, make a fuss. We do what Grun wants. Sit between your ribs. Two things only the greatest fools do. Throw stones at hornets' nests and threaten a witcher. Ja, an sich mag ich zwar Hacker, also Cleaver, aber ach ja, das Problem ist, die kommen gerne mal mit zwei Handwaffen an. Und demnach können die schön blocken, aber ich meine, er hat mir zwar die Wahl gelassen, aber er hat mir trotzdem gedroht. Scheinbar sind da oben noch ein paar. Oder irgendwo anders. Kammer Stahlschwert. Nicht, dass wir es bräuchten, aber so, wir sollen die Schatztruhe finden, von der die Typen gequatscht haben. Ich hätte aber gerne, was da oben drauf ist. Danke. Erbalus. Geld. Jetzt scheinen sie sich da oben zu rühren. Oder auch nicht. Einiges an Geld. Geld ist immer nett. So, wir wollen aber kein Schiff nach Skellige finden, sondern wir wollen eigentlich mit Priscilla quatschen.
wurden nur schon wieder aufgehalten. Das wird man in diesem Spiel übrigens häufig. So. Dann laufen wir mal zu Priscilla. Hallo. Das ist glücklicherweise nicht mehr so weit. Wo hatte die sich nochmal niedergelassen? Ja, im Eisvogel, ne? Ja, im Kingfisher. Klopf, klopf. Time for a change of scene. I believe I shall stop coming here. Einmal nach oben. Even with the war on, they still manage to procure fine beverages. The liquor is the same. So. Klopf, klopf. Da sind wir wieder. Na, Kleine. Geralt! Hat ihr uns das nicht schon mal erzählt? Warum ist das nicht ausgegraut? Tell me, you and Dandelion, how'd you meet? At a poetry tourney in Ellender. Naturally, I'd already heard much about Master Dandelion. And it proved true. At first, I thought him a bloated, narcissistic buffoon. Just at first. Well, only cows don't change their minds. I changed mine when he came to congratulate me. Never expected he could lose so graciously. Dandelion can be irritating, I shan't deny it. Yet, I also know he can be fair and noble at times. Well, I very much doubt I could bear to have him around were it not so. I see. I get it. Doch, das hatte die uns eigentlich schon erzählt. Dandelion, I know where he is. Where? Dungeons on Temple Isle. That's not a nice jest. No jest, sadly. But don't worry, we'll pull him out. Triss has an idea. All we gotta do is find Dudu. So you must find Dudu in order to find Dandelion, with the aim of ultimately finding Ciri? Sounds like an awful lot of searching, but I do wish you luck. Don't have a choice. I gotta meet Horson Jr. He might know something. Yep. Und wir wissen ja, was wir dafür tun müssen, um mit dem, um den zu finden. Nämlich Roach besuchen. Da freue ich mich drauf. So, Moment. Wenn ich mich richtig erinnere. Yes? Count Kurt Dysart. Are you here regarding the contract? Wanted to hire a witcher, didn't you? I did, but not just any vagabond. One hears all manner of stories about the lunatics of the School of the Cat. Which do you belong to? School of the Wolf. Ah, yes. A good one. I knew a witcher of this school. Barnabas? No. Though his name did begin with a B. Never mind. To the matter at hand. Not long past, I acquired an estate east of Novigrad. I got it on the cheap, you see. The seller was very keen to be rid of it. Now, I've learned, the building is said to be haunted. Goes to explain the seller's urgency. I do not believe in ghosts. It is that simple. But my men say the house shakes at night. Walls crumble. Why, even the floors move about. Is there anything to be done? A remedy for this? Let's talk about my reward Ich first. hatte irgendwie im Kopf, dass man gegen ihn Asking for coin already? But you've not done the job. Need to make sure it's worth my time. Just look at that. Arrives in Novigrad and he's off his head in minutes. Ach, glaub mir, wir sind schon länger in Novigrad. How much do you believe this should cost me? So 300. Zahlst du doch aus der linken Tasche. No, I'm afraid that's too much. But we're near a price I would consider reasonable. Ja, komm. Yes, agreed. Dann kümmern wir uns da mal drum. Fine. I'm willing to investigate. How do I get there? An orchard adjoins the property. The house itself you should recognize easily. Cracks cover its walls. Here's the key. And good luck. Türen werden zugeschlagen. Ah, okay.
24er Quest muss jetzt noch nicht sein. Weil wenn unsere Hauptquest erst Level 12 ist. Das ist immer noch... Ich weiß nicht, die Levelkurve von den Hauptquests geht halt wirklich davon aus, dass die, dass wirklich nur die Hauptquests gemacht werden. Bin ich aber absolut kein Freund von. So, wir haben hier einen Schnellreisepunkt. Würde ich vorschlagen, vom Anwesen der Wegelbarts aus kommen wir da ziemlich leicht hin. Oder? Ja, doch. Dann mal auf... Gut, dass wir den Schnellreisepunkt damals schon gefunden haben. Den werden wir nämlich noch öfters brauchen. Ich meine, es gibt auch noch ein paar Quests, die wir hier machen müssen. Und unter anderem gibt es auch noch mehrere Pferderennen, die wir von da aus starten. Die uns durchaus gar nicht mal so bescheidene ja, Reitausrüstung geben. Deshalb finde ich das jetzt gar nicht so schlimm. So. Wir laufen ein bisschen querfeld ein und kommen hier an das Versteck der temerischen Freischäler. Whoa there, Roach. aka die Überreste der Blue Stripes. Und mit Klopfen ist hier leider gerade nicht. Und die haben sich scheinbar relativ gut verbarrikadiert da, Mahlzeit. Looking for Roach. No one here by that name. Anything else? I see. And behind you, that's a berry picker's camp? We're, bird watchers. Let me guess. That's swords in case you run into a hornbill. No. Hornbills aren't endemic to this area. Don't migrate here either. You blind, Hortensio? That's Geralt, old friend of mine. Hi, Roach. Come in, Geralt. Geralt of Rivia, safe and sound. Vernon Roach, Temeria's last hope. Laugh all you want. Temeria will rise again. Roach, I cannot abandon them. Hi, Wes. You can and must, because those are your orders. They'll die, please. We're done. Dismissed. Und wie läuft's bei euch so? What do you do here? Hunt Scoia'tael? You jest, right? Who cares about the Scoia'tael anymore? Temeria, that's what matters. How'd you wind up here? Came with the army, of course. Its remnants. When Nilfgaard crossed the Yaruga, I dropped everything. Threw it all away to hell and rode for the front to fight the invader. Joined the Second Temerian Army under John Natalis. We were to stop the Black One's advance along the Dol Blathana Mount Carbon line. And we did. For 3 days. Then they smashed us into splinters. Soon after, I heard Radovid was assembling his forces near Novigrad. That he'd promised to fight for a free North. Broke through with the remains of Natalis' army, but But Radovid proved no better than Emir. So I decided I would mount my own fight. Oh, da viel Glück bei, du, looking for Horson Jr. I've heard of him, though I'm not sure why you think he might be in my camp. Heard some birds chirping. You've got some of the same friends. Both seem to count Radovid among your allies. These birds, they're terribly talkative. I'll need to see them. You'll have to point them out. Meantime, Vernon, willing to help or do I need to keep looking?
As always, you've more luck than you deserve. I'm on my way to meet my Redanian contact. We're meeting near Oxenford, at a chess club. Thanks. Knew I could count on you. Box. A Witcher. Just what our band of merry men need, Greylocks. So, aber, auch wenn ich Roach mag, What the blazes you thinking? erstmal alles ausnehmen hier. Toll. Denn das nehmen wir uns die Leute hier gar nicht übel, das ist recht angenehm. Now, witches, they can't catch the pox. Isn't that right? A Witcher. Just what our band of merry men need. Ah, hier hinten sind die ganzen. Ich wusste doch, irgendwo haben sie hier noch ein bisschen was rumfliegen. Calcium Equum. This is all So, fucking Schafel. bitch! You off your bloody rocker? Oh, you fucking bitch! Mimi. Oh, gut. Ein Bericht. Subjekt in einer Kabine an Bord der Dreiberg gesehen. Ich habe herausgefunden, dass er ein begeisterter Schachspieler ist. Aus diesem Grund stattet er einem bestimmten Ort regelmäßig heimliche Besucher ab. Gestern habe ich versucht, ein Gespräch zu belauschen. Ich habe den Eindruck, dass mich jemand entdeckt hat. Mir ist jemand gefolgt, aber ich konnte meine Spur verwischen. Ah ja. So, lass mich hier mal rüber. Denn hier hinten ist noch was versteckt. Ein ketvenischer Kürassier. Nichts, was wir brauchen. Ich glaube, das dürfte eine mittlere It's true Rüstung you sein. kill kings. You and our commander. You trouble me, Greylocks. Now, witches, So, they can't catch the pox. wir sollen zur Brücke in Oxenford. Ist da ein Schnellreisepunkt in der Nähe? Nope. Na gut. Dann auf Roach. Zumindest hat keiner was gesagt, dass Roach aussieht wie ein nilfgaardisches Schlachtpferd. Das wäre vielleicht nicht ganz so vorteilhaft gewesen. Oh lol. Halt, stopp. Das der. Das hätte ich auch eine Nachricht vorgetan. Moment. Was haben wir für ein Öl drauf? Drakonidenöl. Ich glaube nicht, dass wir das brauchen. Ach ja, wir brauchen einen Schmied. Mal wieder. Ja, sag ich doch. Mittlere Rüstung. Eine leichte Rüstung. Ja gut. Ich könnte ja mal neue Bolzen probieren, ne? Stumpfe Armbrustbolzen. Ich benutze Bolzen ja eh nur gegen irgendwelche fliegenden Kreaturen, gegen die wir das Silberschwert brauchen. Also können wir die auch nehmen. So. Dann nochmal. Los, durch da. Dass Roach auch springen kann, auch wenn sie es manchmal nicht ganz gerne tut. Oh. Roach. Ich glaube, Roach kann aus dem Galopp raus, kann Roach nicht wirklich springen. Stellt sie sich immer ein bisschen an. Ist ein bisschen nervig. Ja, wir sind in Oxenford eingetroffen, das heißt, wir können nicht mehr galoppieren. Sag ich doch, das kannst du hier nicht tun. Na dann. Ready? My contact awaits at the chess club. Let's get this over with. Come on. Ja, den Kontakt hätte er uns eh nicht verraten. Den sehen wir jetzt gleich. Hier ist ziemlich viel los. Something's not right. Ach. Hexenjäger, Hälfte der redanischen Armee. Let's see what. Und
Und da haben wir den redanischen Kontakt. Die Schachfiguren sehen creepy aus. Checkmate. Da hat er gecheatet. They say it's the game of kings. That chess teaches one to think strategically. What a load of rubbish. Both sides have identical pieces. The rules stay invariably the same. How does this mirror real life? Witcher, do you know why I play chess? I have no idea. I play chess to reveal the game's secret. Blood thumps inside these chessmen. You need only listen, and you will hear. Dub-dub, dub-dub, dub-dub. A heart pumping with life. I take a pawn, and I hear flesh being rent. I win a piece, and I hear screams from the depths of its bowels. I want to break the chessmen open. Squeeze the truth from them. Do you see what I mean? Nein. No, I don't. You do not because you are not a king. Pawns see only their comrades at their sides and their foes across the field. A king has a different view of the chessboard. His greatest foes surround him. His own chessmen might trap him. And that is check and death. You see, Witcher, chess is the art of sacrificing your own pieces. Now do you see? So halb. Das ist schon think I besser do nach dem now. letzten Mal. Unimportant. Let us speak. Why have you brought the Witcher here? I think he'd best explain. Ich würde sagen, die Erklärung kriegt ihr beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und morgen reden wir mit Redaniens König Radovid V., dem Strengen, dem Gestrengen, der niemals vergisst und erst recht nicht vergibt. Bis dahin, ciao Freunde.